Mortal Kombat 1 Folge 7. The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Reptile's tail ensnares his victim to ragdoll them around. He then crushes their chest in his maw. Du behauptest, kein Rebell zu sein, kämpfst aber wie einer. Bald wirst du die Wahrheit kennen. Tanya gets to her feet. She throws off an Umgadi priestess trying to help her up. Nimm die Prinzessin. Ich liege nicht mit euch im Streit. Jetzt, wo du sie berührt hast, tust du es. Zur Strafe nehme ich dir dein Leben. Nee. Tanya. Chamäleon, hallo. Ja. Ich habe der Prinzessin nichts getan. Es muss nicht so weitergehen. The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Tanya bolts forward, leaving her staff lodged in the ground. She leaps to kick the victim's face through the staff. The attacker jabs the victim with 3 strikes, then knocks them away with an elbow to the head. Reptile's tail ensnares his victim to ragdoll them around. He then crushes their chest in his maw. Meine Strafe ist ausgesetzt, Umgadi. General Shao advances with Goro and other soldiers. Gefunden. Johnny and Kung Lao let go of Quan Chi as he stirs. Kung Lao and Johnny swap looks, then shrug. They punch and kick Quan Chi until he collapses. General Shao rests his large axe on his shoulder as he paces over. Quan Chi staggers to his feet, then stumbles away. Was ist mit ihm? Kümmere dich nur um die Erdenreichler. In meinem Film würde uns jetzt ein mutiger, witziger Sidekick retten. Reptile and Kenshi zipline across a rope leading from one roof to another. They land by them. Wenn wir heute sterben, dann nur gemeinsam. Nicht witzig, aber durchaus tapfer. Johnny sidekicks Goro, then Goro grabs his arm. Ashra parries the swords of several soldiers and counters. General Shao brings his axe crashing down on Reptile. He dodges, then shifts into his lizard form and bashes Shao away.
Es sieht Shang Tsung gar nicht ähnlich, etwas offen zu lassen. Nun, da ich frei bin, wird die Außenwelt von eurer Verschwörung erfahren. Das wird nicht passieren. Tote können nicht mehr reden. Fight! Nett. Das macht deine Niederlage. Du bringst mich nicht zum Schweigen. Kenshi, Johnny, Kung Lao, and Ashura knock down the remaining soldiers. More soldiers rush over. Wir müssen los. Jetzt! Johnny punches Goro as he gets up, then flees. A portal opens by Liu Kang's temple. Kung Lao, Ashura, Reptile, Johnny, and Kenshi hurry out of it. They turn back to the portal, fists raised. It shuts. Liu Kang approaches from behind. Johnny, Kenshi, Kung Lao, ihr seid sicher zurückgekehrt. He looks at Kenshi. Bei den Göttern. Das waren Prinzessin Melinas innere Dämonen. Sie nahm mir die Sicht. Doch auf seine Art gab Sento sie mir zurück. Sentos Bund mit dir ist ein Segen. Doch ich hatte gehofft, dass es diesmal auf andere Art geschähe. Diesmal? Verzeihung, Kenshi. Ein Versprecher. Geht. Die Mönche behandeln eure Wunden. Wir hatten Shang Tsung, aber er entkam. Ich verstehe, warum er dich nervös macht. Er steckt bis zum Hals in Scheiße. Ruht, esst und dann reden wir. Bekomme ich einen Martini? Geschüttelt, nicht gerührt. Liu Kang smiles. Ach ja, das sind die neuesten Mitglieder der Erdenreich-Gang. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Ashura und Syzoth. Du kennst uns? Als Beschützer des Erdenreichs weiß ich vieles. Kennst du auch meinen ehemaligen Meister Quan Chi? Er arbeitet mit Shang Tsung. Eine tödliche Allianz. Kommt, ihr alle. Erzählt mir, was geschah. Liu Kang leads Reptile and Ashura away. Johnny stands alone. He bows his head. Tja, das war's mit dem Martini. He walks after them. Liu Kang and Geras pace around Liu Kang's brazier in the ornate wooden room. Shang Tsung und Quan Chi konspirieren erneut gegen das Erdenreich? Was Johnny und Kenshi sagen, sollte nicht möglich sein. Du sahst, wie ich die Geschichte umschrieb. Ich gab den Zauberern bedeutungslose Leben. Sie hätten nie Macht erlangen, geschweige denn sich verbünden dürfen. Und deine Arbeit war tadellos. So wäre es auch gekommen, hätte nicht jemand eingegriffen. Eingegriffen? Was meinst du? Geras conjures images of the benefactor with both Quan Chi and Shang Tsung. Liu Kang examines the images. Eine Person besuchte die beiden Zauberer. Durch ihren Eingriff veränderte sich der Lauf ihrer Leben. Und wer? Unbekannt. Ihre Identität wird vom Stundenglas verschleiert. Wer hätte diese Macht? Chronika? Ist sie am Leben?
Unmöglich. Sind sie erst einmal vernichtet, werden Titanen nicht auferstehen. Dann muss jemand anderes die Zeitlinie überlebt haben und plant jetzt Rache an mir zu nehmen. Es ist die einzig plausible Theorie. The benefactor circles Quan Chi. Chroniker hat einen Mistakt. Du musst einen Beweis finden, Garrus. Das Schicksal der Reiche hängt davon ab. Sub-Zero paces near Ach, der schreibt Scorpion die and Geschichten Smoke neu, as they das sind sit on a alles bench in a bestimmt, large das sind room einfach illuminated by Schicksal. lamps on the walls. Wieder passiert. Wie lange sollen wir denn noch hier warten? Geduld, Bihan. Liu Kang muss sich um viele Aufgaben kümmern. Wäre er hier, würde Vater uns raten, geduldig zu warten. Chroniker könnte man Aber auch er ist nutzen, fort und ich bin Großmeister. Seine Lehren gingen nicht mit ihm. Sie sollten uns sogar immer bis leiten. Scorpion und Ja, Seelen halten in sich. Ketten legen, nein. Wir müssen die Tradition ehren. Sei vorsichtig, Thomas. Vater nahm dich damals auf, als einen von uns. Doch dein Blut wird niemals Lin Kuei sein. Kung Lao and Raiden approach. Kung Lao bows. Sub-Zero. Lord Liu Kang erwartet euch. Scorpion. Es wird auch Zeit. Sub-Zero, Scorpion, and Smoke watch Liu Kang move a metal figurine across a map on a table. Shang Tsung ist hier, in den Ruinen der Ying-Festung. Seine Seelenräuber werden bereits aufgebaut. Ihr müsst sie zerstören und Shang Tsung einfangen, ehe dem Erdenreich Schaden zugefügt wird. Wir brechen sofort auf. Und wir sind dabei. Ihr seid nicht Lin Kuei. Ihr werdet nur ein Hindernis für uns. Raiden und ich sind mehr als... Unser Training ist anders. Es dauert Jahre, unseren Weg zu lernen. Du und Raiden habt mein vollstes Vertrauen. Doch ich brauche euch woanders. Geht zu den Wuxi. Die Mönche bereiten euch auf den Krieg vor. Sub-Zero stands on a cliff with Scorpion and Smoke while peering through a spyglass at Shang Tsung's ruined fortress. Man kommt nur über die Mauern hinein. Wir müssen zuerst einen weniger bewachten Abschnitt finden. Endlich ein würdiger Gegner. Der Sieg wird ruhmreich sein. Ruhm? Wir kennen nur Pflicht. Bist du von Vaters Geist besessen? Ich höre nur seine Stimme. Wir müssen ihn ehren, Bihan. Sein Ideal war verfehlt. Er sah nicht unsere Überlegenheit. Wir verteidigten das Erdenreich, statt es anzuführen. Unser Clan regiert nicht. Er dient. Früher vielleicht. Das wird nicht so bleiben. Smoke and Scorpion trade looks while Sub-Zero marches off. Smoke slowly hovers in a tornado of smoke, ascending behind Sub-Zero and Scorpion as they climb the rampart. Scorpion uses his kunai-tipped rope dart as a grappling hook, while Sub-Zero uses ice spikes to pierce gaps in the immense stone wall and haul himself up. Scorpion yanks his rope dart out of a wall after reaching the top of the rampart with Sub-Zero. Smoke flies up behind them, then he turns toward the sky as Nitara dives toward him, fangs bared. She rams him, knocking him out of his smoke tornado and sending him plummeting to the ground far below. He pulls out a knife, then stabs the rampart to gradually slow to a stop. Sub-Zero and Scorpion step to the rampart's edge and bump a stone over towards Smoke. He pulls away, narrowly dodging it. Nitara darts through the air and tackles Sub-Zero to the ground. He kicks her off as Serena and Scorpion approach. They both stand. Als Kind hörte ich von den Kämpfen gegen euch. Ich dachte, es wären nur Geschichten. Bald kennen alle Erdenreichler Veterans. Mein Reich verhungert und wird sich hier lagern. Fight. Sub-Zero. Wohl Kampf.
Dein heutiger Tag endet hungrig. Telekinetic energy grabs Sub-Zero's legs. Soll das? Ermac flies to him. Unser Auftrag lautet, die Festung zu verteidigen. Niemand entkommt uns. Telekinetic energy grabs Sub-Zero's arms and forces them out to his side. Test your might. Test your might. Sub-Zero launches an ice bolt at Ermac, knocking him out of the air to the ground. Du bist Quan Chis Schöpfung. Liu Kang hat uns gewarnt. Ich hatte gehofft, gegen eure dunkle Magie antreten zu können. Fight! Moments so far. What has that journey been like for you now, having returned to WWE? I mean, we are what, 7 months down the road from my debut? Actually, 6. And like you said, I have already been in WrestleMania. I have had so many opportunities at these tag titles. I now finally am a WWE champion. This is more than I could have hoped for my beginning of my second run in WWE. Maybe my third run if you really count Tough Enough too. Your wife, Chelsea Green, she's out here. She always looks great, though. She really does. She's been killing it since she's been back in WWE. How have you felt seeing her back out here and also as one half of the Women's Tag Team Champions? Well, now, you just said it. I am one half of the Women's Tag Team Champions. So, Chelsea, thank you very much. I now have another WWE title to add to my collection. But last night, Atlanta, Georgia, I had to be there. I had to support her. And I was so proud just watching her win the tag team titles. I'm proud of everything she does, but especially winning the gold. There's just been so many moments so far. What has that journey been like for you now, having returned to WWE? I mean, we are what, 7 months down the road from my debut? Actually, 6. And like you said, I have already been in WrestleMania. I have had so many opportunities. And Here's a GTA 6 chart that actually kind of makes sense. For $70, you get the story mode and online. For $100, you get the steelbook, the map, and some extra online money.
Tanya. Was macht der Benjamin? Curious how Mortal Kombat 1 looks on the Nintendo Switch? Well, here it is, side by side, the PlayStation 5. Hey guys, really The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Sub-Zero slides on ice shards which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with an ice war hammer. Liu Kang war viel zu besorgt. Deine Magie beeindruckt. Sub-Zero eyes Ermac. Wer soll schon vor dir Angst haben? Scorpion and Smoke run to him. Ihr seid beide unverletzt. Sind wir, Bruder? Gut.
Nach Jahren der Untätigkeit freue ich mich wieder auf den Kombat. Ich bin froh, wenn die Mission erledigt ist. They sprint across the fortress. Sub-Zero blasts a trail of ice and slides across it to a wall beside a portcullis. Scorpion and Smoke stand on the other side of it. Sub-Zero peers through the opening, then nods to the other two before sneaking through it with them. They step to an inactive Soul Stealer, its fused humanoid bones bound to strips of cloth and shaped into a tall spiral. Sub-Zero reaches toward it. Scorpion, Smoke, and Sub-Zero slink away toward numerous other Soul Stealers. Arbeitet weiter. Ich muss die Produktion der anderen Becken überwachen. Quan Chi steps away from cloaked workers constructing a Soul Stealer. He walks through an enormous archway lined with terracotta soldiers leading into the fortress. Sub-Zero covers the mouth of a guard from behind and impales his chest with an ice dagger before setting him down. Der andere Zauber, den Liu Kang beschrieb. Kuai Liang und ich werden ihn fangen. Bleib hier. Sie dürfen die Seelenräuber nicht aktivieren. Quan Chi steps down a corridor hedged in with more terracotta soldiers. Flames flicker in numerous braziers lining the walls and gold coins litter the stone floor. Sub-Zero and Scorpion slowly follow him as he steps through a doorway into another room. Sub-Zero pauses by a heap of gold coins. He picks one up and inspects it in the firelight. He looks past it at mounds of gold coins sitting in the room beyond the corridor. Sub-Zero and Scorpion look past the treasure at Quan Chi on the other side of the room with multiple women in leather armor and skeletal masks. Dieser Krieg wird uns reich machen. Wir müssen ihn erst gewinnen, Bruder. They glance at the doorway behind them, then hurry off as Shang Tsung emerges from it. Smirking, Shang Tsung strides across the treasure room toward Quan Chi and the women. Quan Chi steps to him. Werden die Seelenräuber rechtzeitig fertig, Quan Chi? Ja. Die Anleitung unserer Gönnerin war überaus hilfreich. Wir zerstören sie und halten ihren Bau auf. So sei es. Sub-Zero and Scorpion step out from behind a large ruined door and charge Quan Chi and Shang Tsung. Green energy pools around Quan Chi's hands and he blasts heaps of skulls at Sub-Zero. Sub-Zero smashes his way through them while Scorpion trades blows with Shang Tsung. Sub-Zero and Quan Chi each dodge the other's kicks. Then Sub-Zero front kicks him back. Ah, die Lin Kuei. Wir haben euch bereits erwartet. Erwartet ihr auch eine Niederlage? Denn so wird es enden. Fight! Quan Chi. So hätte es nicht kommen sollen. Ich begrabe dich in dieser Festung. Euer Versagen war unausweichlich.
Scorpion evades Shang Tsung's knife hand strike, then jabs his gut and sidekicks him back. Shang Tsung shoots a fire skull at a giant pile of coins and jewels behind Scorpion, sending it sliding down and burying the warrior. Sub-Zero shoots an ice beam, but Shang Tsung blocks it with a shield of fire. Das ist so unnötig. Was ich euch biete, könnt ihr nicht ablehnen. Sofern ihr euch nicht ergebt, bin ich nicht interessiert. Fight! Shang Tsung. Sub-Zero wins. Sind tatsächlich beschränkt. The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Sub-Zero slides on ice shards which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with an ice war hammer. Ich hoffte auf einen würdigeren Gegner. Sub-Zero steps to Shang Tsung's body and conjures a large axe made of ice. Scorpion watches him raise the weapon, but he stops when guards pour in from the doorway. One shatters Sub-Zero's ice axe with his sword, and another jump kicks Scorpion. Sub-Zero grabs a guard's arm and twists it around so his sword cuts another's throat. Scorpion weaves around one guard's sword, then throws him into a second. A guard bashes Sub-Zero's face with his shield, knocking him down. The guards quickly grab him and Scorpion, then force them to their knees. Shang Tsung staggers to his feet. He dusts himself off, then steps to Scorpion and Sub-Zero. Willst du dir jetzt mein Angebot anhören? Woher weißt du, was ich schätze? Du kennst mich nicht, Fremder. Ich weiß, dass du dich von Liu Kang befreien willst, damit dein Clan uneingeschränkte Macht hat. Ich biete euch beides davon. Ignoriere ihn. Er will uns nur bestechen, Bruder. Großmeister, ich weiß, was du dich fragst. Kann ich einem Mann vertrauen, den ich nicht kenne? Aber die wahre Frage lautet, geht es überhaupt anders? Sub-Zero stares at Shang Tsung. Gera stands before a giant hourglass and shifts his arms around. Sand weaves through the air, then images of the benefactor and Shang Tsung appear in the bottom of the hourglass. Du bist zu so viel mehr bestimmt, unter Königen zu leben, nicht unter Bauern. Doch noch vor deiner Geburt haben sich jene gegen dich verschworen, die fürchten, wie gewaltig du werden könntest. Ich bin deine Erretterin, Shang Tsung. Schließ dich mir an und das Reich wird dir gehören. Geras examines her. Wer bist du? He steps closer to the hourglass. Unmöglich. Shao, Shang Tsung, and multiple soldiers usher Scorpion and Sub-Zero forward, their wrists bound by manacles. Mein Reich und deinen Clan verbindet vieles. Wir fühlen beide den Zug von Liu Kangs Leine. Wenn die Außenwelt das Erdenreich beherrscht, kannst du die Lin Kuei so umbauen, wie es dir am besten gefällt. Bihan, hör nicht hin. Wir müssen sie aufhalten. Schweig, Kuai Liang. Aber Bruder... Gehorche deinem Großmeister.
kannst du den Krieg beenden. Wie groß Seelenräuber sind tödlich, aber das reicht nicht. Das glaubst du nur, weil du ihren wahren Sinn nicht richtig verstehst. Scorpion mit Erkläre. getötet. Imperator Ying erbaute diese Festung in unruhigen Zeiten im Erdenreich. Feinde bedrängten ihn von allen Seiten. Er errichtete eine Armee zum Schutz seines Reiches. Und eine zweite, um ihn im Jenseits zu schützen. Die Drachenarmee von Imperator Ying. They enter a vast, icy chamber hewn from an enormous cavern. Hundreds of terracotta warriors surround them on the ground floor and various floors above them. Erstaunlich. Und was soll mir diese Geschichtsstunde sagen? Diese Statuen wurden von den Magiern am Hofe des Imperators gebaut und verzaubert. Sub-Zero and Scorpion follow Shang Tsung around a central cobblestone platform to a large wooden chest. Shang Tsung kneels, then opens it, revealing a velvet-lined interior housing a silver crown made in the likeness of two dragons facing each other. Shang Tsung takes the crown, then pours green liquid from a vial onto it. Seelenfragmente verleihen ihnen Leben. Sie kämpfen unermüdlich und werden nicht durch Gefühle abgelenkt. Green mist coils off of the crown as Shang Tsung sets it on his own head. Green energy fills the gaps in a row of terracotta soldiers' armor, and their faces turn skeletal. They turn towards Sub-Zero and Scorpion, then punch and kick the air in unison. The warriors stop. Als Verbündeter erhältst du das Kommando über mehrere Bataillone. Dann sind die Lin Kuei nicht mehr aufzuhalten. Sub-Zero walks to the row of dragon warriors and examines them. He approaches Shang Tsung and holds his manacles up to him. Two soldiers grab Scorpion as he steps forward. Shang Tsung removes Sub-Zero's manacles. Wie kannst du nur? Vater würde sich im Grabe umdrehen. Er war ein tattriger alter Narr. Sein Unfall war ein Segen für uns. Und ich habe richtig entschieden, ihn sterben zu lassen. Sterben lassen? Du wolltest ihn doch retten. Eine Lüge, weil du die Wahrheit noch nie vertragen konntest. Vater hatte die Lin Kuei zu Mittelmäßigkeit verdammt. Jetzt erreichen wir Großartiges. Sub-Zero gestures to the dragon warriors. Scorpion elbows the pair of soldiers holding him back, then hammers General Shao's face before whipping Shang Tsung's head with his chains. He whirls around to Sub-Zero and bashes him to the ground. A soldier grabs him, then Scorpion knocks him down and pummels his head. His chains glow orange as he takes down several more soldiers. Then General Shao swings his axe at him. Scorpion ducks under the attack, then snatches the axe with his chains, tears it from General Shao's hand, and flings it away. He whips Shao's face with his chains, then Shao backhands him. Scorpion maneuvers behind Shao to wrap his chains around his throat, jump onto his back, and strangle him. General Shao throws him off, breaking the chains. Scorpion gets to his feet as Shao grabs his axe. Ist temperamentvoll. Willst du schwafeln oder dich lieber nützlich machen? Dieser Erdenreichler gehört erledigt. Fight!